Bevor das Video losgeht, hier noch ein kleines Update zum Spielfilm. Wir haben bereits 50 Minuten geschnitten, es geht also gut voran. Sollte ein Video in der Vergangenheit oder in der Zukunft ein bisschen einfacher ausfallen, wisst ihr ganz genau, ich arbeite im Spielfilm. Es liegt also nicht an der Motivation, die ist nach wie vor da. Und los geht's. Here we go. Hey, sind die Kritiken zu meinem letzten Video schon da? Nein. Du hast sie doch gerade in der Hand. Nein, das sind nur die neuesten Skizzen für das nächste Katja-Video. Jetzt lies schon vor. Ja, na gut, also, du kannst nix und deine Videos sind scheiße. Ja, und dann noch, ich gucke deine Videos immer mit 0,75 Geschwindigkeit, sonst komme ich gar nicht mit. Ja, und dann noch das hier. Von heute an bist du ein Idiot. Masseltop. Hohoho, langsam wird's ja richtig weihnachtlich hier. Ja, mockst du an Lebkuchen? Okay, ich höre schon auf. Als ich letztens so über YouTube-Kommentare gescrollt habe, ist mir ein Gesetz aufgefallen. Negatives ist gleich stärker als Positives. Man liest 100 Kommentare, die alle sehr positiv gestimmt sind und plötzlich kommt ein Negatives und ballert dir voll in die Fresse. Oh, meine Zähne! Und das ist eigentlich ziemlich scheiße. Weil nur wegen diesem Negativprinzip entstehen Kommentare wie dieses hier. Kannst du mal ein Video darüber machen, warum die Deutschen zurzeit verdummen? Tun sie das wirklich? Ich denke nicht. Nur nehmen wir Cleverness als ganz normal wahr, während Dummheit sehr stark auffällt. Oh mein Gott! Lustig. Also, Dummheit sticht mehr hervor, Dummheit ist was Negatives und so weiter. Aber was ist Dummheit eigentlich genau? Das lässt sich ja super schwer definieren. Man kann es von gewissen Faktoren abhängig machen, wie zum Beispiel, wie lernfähig man ist oder wie erfolgreich man im Leben ist. Aber am Ende liegt alles im Auge des Betrachters. So schätzen mich manche halt eben für dumm ein, wenn das andere sagen, nein, clever. Müsste jetzt nicht ein Beispiel sein? Wir haben leider keins gefunden. Ja, ich habe halt echt keins gefunden. Die Wahrheit ist, alles liegt im Auge des Betrachters. Also wirklich alles, ob einer erfolgreich ist, schön ist, cool ist, alles mögliche. Deswegen verstehe ich auch solche Kommentare nicht. Ich werde nie eine Freundin kriegen, da ich so fett, dumm und hässlich bin. Also ich hoffe natürlich, dass dieser Kommentar nicht ernst gemeint war, aber pass mal auf. Mal angenommen diese Uhr hier, du musst einschätzen, ob sie dir gefällt oder nicht. Und jetzt gehen wir mal davon aus, sie gefällt dir nicht. Hat die Uhr dann Schuld, dass sie dir nicht gefällt, oder bist du dran schuld, dass die Uhr dir nicht gefällt? Ich hoffe, wir sind uns in dem Punkt alle einig, dass schon du dran schuld bist, dass die Uhr dir nicht gefällt, weil die Uhr ist ein Gegenstand, die kann nichts dafür. Aber jetzt tauschen wir mal die Uhr gegen einen Menschen aus, dann ist es doch immer noch so, dass du dran schuld hast, dass der Mensch dir nicht gefällt. Klar, er könnte sich ändern, aber warum sollte er? Es bist ja nur du, der diese Meinung hat. Na, geht dir ein Licht auf? Denn auch wenn du einen Menschen für den größten Penner aller Zeiten hältst, gibt es wiederum andere Menschen, die diesen Menschen dafür lieben, so wie er ist. Oh mein Gott, bekomme ich Autogramm von dir? Da musst du mir aber erstmal einblasen. Oh mein Gott, der ist ja so selbstbewusst. Der Mensch ist schon wirklich ein sehr komisches Wesen. Und am Ende gibt es immer noch die Wahrnehmung. Warum wir vieles erstmal als negativ wahrnehmen? Wie gesagt, Negatives ist immer stärker als Positives. Daher können wir ganz normale Aussagen als knallharte Kritik wahrnehmen, obwohl sie einfach nur so dahergesagt waren. Natürlich habe ich auch dazu ein Beispiel. Wird Seps Hemd im nächsten Video noch weiter aufgeknüpft? Ja, das war im letzten Video schon gut weit offen. Aber gut, bei 30.000 Likes können wir es weiter aufmachen. Aber seht ihr, diesen netten Kommentar habe ich beim ersten Mal lesen eher negativ gedeutet. Als wäre er so super sarkastisch gemeint. Wird Seps Hemd im nächsten Video noch weiter aufgeknüpft? Da keine Smileys beim Kommentar dabei sind, werde ich niemals wissen, wie der Kommentar gemeint war. Halten wir also fest, auch ein normaler Satz kann manchmal als sehr bösartig wahrgenommen werden. Ah, Jesus Maria, Mutter Gottes! Oh. Vielleicht solltest du die hier verwenden. Hat die Fresse, du Rosettenkönig! Alles nur unsere Wahrnehmung. Wenn es also Menschen gibt, die einen toll finden, aber auch Menschen, die einen scheiße finden, was ist man dann eigentlich? Nun, da muss sich jeder selber einschätzen, aber wie Paul von Ultrativ schon gesagt hat, du hast der Welt schon einen wahnsinnigen Gefallen getan, wenn du keine Arschloch bist. Geh mal ganz kurz in dich und stimm hier oben ab, magst du dich selbst. An diejenigen, die jetzt wirklich Nein abstimmen, warum nicht? Denn auch wenn Negatives dich mehr aus der Bahn wirft, kannst du dich dennoch auf Positives konzentrieren. Ein Vorschlag von mir ist, dass du dir so einen Grundsatz suchst, so ein Ziel, das du einhalten möchtest. Zum Beispiel sowas wie, ich will das Beste aus meinem Leben machen oder ich versuche so viel wie möglich glücklich zu sein. Wenn das nächstes Mal jemand dich Blödmann nennt und dich irgendwie damit angreifen möchte, dann kannst du darüber nachdenken, ob das dich von deinem Weg abbringt, von deinem großen Ziel wegleitet. Oft regt man sich nur so über Kleinigkeiten auf, obwohl die eigentlich überhaupt keine Rolle spielen und oft sogar in 2-3 Wochen vollkommen vergessen sind. Also reg dich nicht wegen allem auf. Dieser Geist, das ist CEO. Oh no shit, Sherlock, hier, dein Nobelpreis! Jetzt nimm halt die Handschuhe! Nein, ich will alleine schaffen! Oh. Ist das dein Scheiß Ernst, Mann? Werdet Teil der CEO-Elite, indem ihr diesen Kanal abonniert. Dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Juhu! Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare oder lasst ein Herz da. Juhu! Willkommen-Card für How to Beat Torge hier drüben klicken. Das Video ist voll cool geworden, mal abchecken sofort. Wir waren ja heute mal danach ein bisschen ernsteres Video zu machen. Ich hoffe, es war auch mal okay. Aber am Samstag kommt auch schon wieder eine richtige Bombe auf euch zu, werdet ihr sehen. Gebt einen Daumen nach oben, dann sehen wir uns wieder am Samstag, wie gesagt. Und dann würde ich sagen, viel Spaß noch auf YouTube und eine geile Zeit. Ciao, ciao! Johoho! Geht jetzt weg, Mann!